meine Freunde, heute geht es wieder um ein G-Modell, ein 3,2 Liter Carrera. Wir hatten bei dem G-Modell letztlich den Ansaugtrakt abgedichtet. Das Video kennt ihr ja. Nach so einer Reparatur ist es grundsätzlich eine gute Idee, die Leerlaufregelung zu überprüfen. Der Motor hat hier einen Leerlauffüller oder Regler, der also den Leerlauf immer nachregelt, abhängig von elektronischen Bedingungen. Hier wird dann Luft entnommen und über diesen Schlauch hinter der Drosselklappe wieder zugeführt. Unabhängig von der elektronischen Regelung gibt es aber auch eine mechanische Grundeinstellung an der Drosselklappe. Und jetzt kann es sein, dass die elektronische Regelung am Rande der mechanischen arbeitet. Und das ist nicht gut. Das heißt, man setzt jetzt die elektronische außer Betrieb und regelt den Leerlauf erstmal mittig ein und dann schaltet man die elektronische dazu. Um den Leerlauf hier hinten richtig sehen zu können, benutze ich einen zusätzlichen Drehzahlmesser. Im Prinzip könnt ihr auch mit dem vorne im Fahrzeug arbeiten. Für den Drehzahlmesser brauche ich 3 Anschlüsse. Rot ist die 12 Volt Versorgung, schwarz Masse, das ist klar. Und das grüne Kabel kommt an Klemme 1 der Zündung. Bevor wir jetzt mit unserer Messung starten können, muss die Verkleidung von der Elektrik runter und auch die Verkleidung von der Zündspule. Die Verkleidung von der Elektrik hat 2 Flügelschrauben. Die könnt ihr hier ausdrehen, einfach komplett entnehmen, aber aufpassen, dass ihr die Unterlagsscheiben nicht verliert. Die sind nämlich lose. Die zweite sitzt da unten. Wenn die Schrauben außen sind, lupft ihr das oben ein bisschen an. Unten am Kabelbaum halten, dann könnt ihr das abziehen. Ah ja, da haben wir noch was Spezielles. Was ist das? Ein Autoalarm hier verbaut. Den lassen wir gerade so liegen. Der stört uns nicht weiter. Klemme 1 habt ihr am besten Zugang an der Zündspule und da braucht ihr so ein Hilfskabel mit einer 5 mm Bohrung. Für die Klemme 1 müssen wir hier diesen Schutz wegmachen. Da geht er hier mit dem Schraubenzieher rein. Dann geht es auf und jetzt kann man den Kondom nach oben entnehmen. Bisschen fummelig, aber irgendwann geht er raus. Jetzt haben wir. Klemme 1 erkennt an dem grünen Kabel, sitzt blöderweise ganz da hinten. Da steckt er das Kabel mit der Öse drüber und eine M5 Mutter oben drauf. Drehen wir ein bisschen leidlich fest, genügt. Mit dem Prüfkabel gehen wir noch auf eine Verlängerung. Masse könnt ihr euch zum Beispiel hier holen. Und 12 Volt gibt es hier an der Sicherung. So, und die Klemme 1 auch noch hier drauf. Jetzt ist der Drehzahlmesser angeschlossen. Um die mechanische Einstellung an der Drosselklappe vornehmen zu können, muss ja die elektronische Regelung ausgeschaltet werden. Da der Leerlauffüller elektronisch durch Pulsweitenmodulation angesteuert wird, kann man den nicht einfach durch Abziehen des Steckers außer Betrieb setzen, weil der muss ja jetzt in Mittelstellung, sonst kann er nachher nicht regeln. Daher gibt es eine elektronische Möglichkeit, den Leerlaufsteller außer Betrieb zu setzen. Dies geschieht hier an dieser Prüfbuchse. Und zwar muss man die Punkte B, das ist der rechts oben, und C unten miteinander verbinden. Dafür braucht er so ungefähr 3 mm Bananenstecker. Gab es früher mal 50er Jahre bei Lautsprecheranschlüssen. Das eine Kabel stecken wir mal auf C. Und das andere Kabel auf B. Nachdem wir die Messung vorbereitet haben, müssen wir das Fahrzeug nun warm laufen lassen. Der Motor ist mittlerweile warm gelaufen und die Drehzahl schwankt um 800 Umdrehungen pro Minute. Jetzt setze ich die automatische Füllung außer Betrieb. Die Drehzahl schwankt zwischen 800 und 900, fällt aber nie unter 800. Da müssen wir ein bisschen wegnehmen. Die Einstellschraube ist hier drunter. Das Ding kriegt auf jeden Fall nicht lebend raus, könnt ihr gleich mit der Zange zerstören. Und darunter ist die Einstellschraube, 7er Sechskant. So, müssen wir den Motor wieder laufen lassen.
Wenn ich jetzt an der Schraube drehe, ändert sich die Drehzahl. Komme ich so um die 800, also nach rechts drehen wird es weniger. So, jetzt schwankt die Drehzahl um 800 und 800 plus minus 40 soll sie haben. Jetzt passt die Sache. Jetzt können die ganzen Messgeräte und Kabel wieder ausgesteckt werden. Bringen wir erstmal unsere Messgeräte in Sicherheit. Unser hübsches Kabel an Klemme 1 können wir jetzt auch wieder rausschrauben. Und dann holen wir die Mutter mit dem Magnet raus und schlägt sie sicherlich irgendwo im Motorraum. Kabel kann dann auch runter, logischerweise. Dann kann der Schutz auch wieder drauf. Bisschen fummelig. Jetzt ist er drauf und dann wird er hier nur zugeklipst. Das Modul von der Alarmanlage legen wir wieder so rein, wie wir es gefunden haben. Dann kommt der schwarze Deckel drüber. Der muss da hinten einrasten. Hier muss er ans Kabel einrasten. Wenn da drin ist, geht der Rest eigentlich schon von alleine. Dann wird das Ganze wieder mit den Flügelschrauben festgemacht. Der untere ist noch fummeliger. Bei Gelegenheit müssen wir uns noch eine neue Plombensicherung für die Verstellschraube organisieren, aber ansonsten ist der Job mal wieder getan. Ich hoffe, das Video hilft euch. Ich habe nämlich schon einige skurrile Dinge über die Leerlaufregelung bei dem Fahrzeug gelesen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.